Hi, friends. Hallo, 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 Freunde. Wasn't that a beautiful train of thought yesterday, which we learned from Paul? War das nicht ein schöner Gedankengang, den wir gestern von Paulus lernten? To carry the struggle in your heart so that people will experience a new covenant. Dieses Ringen im Herzen zu tragen, dass Menschen den neuen Bund erleben. So look, he says, I'm contending for you that your hearts will be wrapped in the comfort of heaven. Er sagt, ich setze mich für euch ein, dass eure Herzen in den Trost des Himmels gehüllt And woven together into love's fabric. und in das Gewand der Liebe verwoben werden. I remember it was in 1999. Ich erinnere mich, es war 1999. I went for a walk with Debi and our dog. Da ging ich mit Debi und unserem Hund spazieren. We had just moved into a new apartment in Vienna where we started the church. Wir waren gerade in unsere neue Wohnung in Wien gezogen, wo wir eine Gemeinde gegründet hatten. And we were walking the dog and we were talking about serving Jesus and the church and the people. Wir gingen also mit dem Hund Gassi und sprachen darüber, Jesus, der Gemeinde und den Menschen zu dienen. And you know, there was so many talks going on about the burden of ministry. Damals wurde so viel über die Last des Dienstes gesprochen, And the ministry is hard, ministry is a burden, it's a big sacrifice, all this stuff. dass der Dienst hart ist, ein Opfer, eine Last und all das. But you know, I find it is one of the greatest honors and pleasures to serve Jesus. Aber weißt du, ich finde, es ist eine der größten Ehren und ein Vergnügen, Jesus zu dienen. But as we were talking about that, Doch als wir so darüber sprachen, here came the question. kam die Frage, What is the biggest burden that we're really carrying? was ist die größte Last, die wir wirklich tragen? And I still remember, in fact, I can see ourselves walking right now. Und ich sehe uns jetzt noch dort entlanglaufen. And I said to Debbie, Und ich sagte zu Debi, my biggest burden that I carry is this. meine größte Last, die ich trage, ist, The people that I love so much, dass die Menschen, die ich so sehr liebe, they keep walking around the wilderness in circles year after year after year, but they could have the most amazing life. Jahr um Jahr in der Wüste im Kreis laufen, obwohl sie das herrlichste Leben haben könnten. They are not grabbing what Jesus has done for them. Sie ergreifen nicht, was Jesus für sie getan hat. So eventually, many of them even die in the wilderness. Schließlich sterben sogar etliche von ihnen in der Wüste. And I said to Debbie, this is my greatest burden I carry. Das ist die größte Last, die ich trage, sagte ich zu Debi. And I said, and I can't do anything about it. Und ich sagte, und ich kann nichts dagegen tun. I teach them, I pray for them, there's nothing else I can do. Ich lehre sie, bete für sie, aber mehr kann ich nicht tun. You know, and this is exactly what Paul is trying to express. Genau das versucht Paulus auszudrücken. He says, I'm contending so that your hearts will be wrapped in the comfort of heaven. Er sagt, ich setze mich für euch ein, dass eure Herzen in den Trost des Himmels gehüllt werden. You know, every sincere man and woman of God Weißt du, jeder aufrichtige Mann und jede aufrichtige Frau Gottes, who understands the new covenant, die den neuen Bund verstehen, his heart or her heart must ache deren Herz muss schmerzen, when Christians are trying to find comfort outside of heaven. wenn Christen versuchen, Trost woanders zu finden, außer im Himmel. Think about it. Überleg mal. Jesus said, in this world you will have tribulation. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis. So what do? Was machen wir? We go through tribulation and then we wrap ourselves in the comfort of earth. Wir gehen durch Bedrängnis und dann hüllen wir uns in den Trost dieser Welt. We run to this man, to that man, to the other person, to the other place. Wir laufen zu dieser oder jener Person, an diesen oder jenen Ort. We run to the social media Wir flüchten in soziale Medien, to try to find comfort there. um dort Trost zu finden. How many likes do I have? Wie viele Likes habe ich? Do people comment good about the things that I say? Bekomme ich gute Kommentare auf meine Beiträge? My friend, the only comfort that makes sense is the comfort of heaven. Mein Freund, der einzige sinnvolle Trost ist der Trost des Himmels. We have to come to this place of radical decision Wir müssen an den Punkt radikaler Entscheidung kommen, where we refuse to accept earthly comfort in any situation. wo wir uns weigern, noch in irgendeiner Situation auf irdischen Trost zu setzen. You know, I've actually had a lot of people shake their heads
at me because of this attitude. Wegen dieser Einstellung haben bereits viele den Kopf über mich geschüttelt. You know why? Weißt du warum? When I go through difficult, confusing, conflicting times, Wenn ich durch schwierige, herausfordernde, unklare Zeiten gehe, do you know what I do? weißt du, was ich dann mache? I go and shut myself away from every single human being. Ich ziehe mich dann von jedem Menschen zurück. I have a chair that I like to sit in. It's my Jesus chair. Ich habe einen Sessel, in dem ich gern sitze, das ist mein Jesus-Sessel. And I sit in this chair, just him and me and my Bible, and I don't want to see anybody who says, oh, poor Reinhard, you're going through this hard time. Ich setze mich dann in diesen Sessel, nur er und ich und meine Bibel, und ich möchte niemanden sehen, der mir sagt, arme Reinhard, dass du durch so eine harte Zeit gehst. And when people come and try to give me earthly comfort, I usually rebuke them. Wenn Leute dann kommen und versuchen, mir irdischen Trost zu spenden, weise ich sie in der Regel zurück. I said, please just go away and leave me alone. Ich sage, bitte, geh einfach und lass mich in Ruhe. I don't need your earthly comfort. And I tell you why I'm like this. Ich brauche deinen irdischen Trost nicht und ich sage dir, warum ich so bin. And I'm not telling you that you have to live like me. I'm not telling you. Und ich sage nicht, dass du es so machen musst wie ich, das sage ich nicht. But I tell you exactly why I do this. Aber ich sage dir genau, warum ich das mache. Because the difference between receiving comfort for people and falling into self-pity is a very, very fine line. Denn der Unterschied zwischen Trost von Menschen zu empfangen und in Selbstmitleid zu verfallen, ist ein sehr schmaler Grat. And if you fall into self-pity, it's going to destroy your life. And I don't want my life to be destroyed. Und in Selbstmitleid zu verfallen, zerstört dein Leben und ich will nicht, dass mein Leben zerstört wird. But you know what? Aber weißt du was? When my heart is wrapped in the comfort of heaven, there is no place for self-pity, just gratitude to our beloved Jesus. Wenn mein Herz in den Trost des Himmels eingehüllt ist, dann gibt es keinen Platz für Selbstmitleid, sondern nur für Dankbarkeit unserem geliebten Jesus gegenüber. Because the comfort of heaven helps you see your circumstances from heaven's perspective. Denn der Trost des Himmels hilft dir, deine Umstände aus der Perspektive des Himmels zu sehen. The comfort of earth does nothing else but helps you see your circumstances from earth's perspective. Irdischer Trost macht nichts anderes, als dir zu helfen, deine Umstände aus irdischer Sicht zu sehen. But there's another difference. Aber es gibt einen weiteren Unterschied. Earth's comfort is very, very temporarily. Heaven's comfort is eternal. Irdischer Trost ist sehr temporär. Der Trost des Himmels ist ewig. You know, I've just learned the secret. Ich habe einfach ein Geheimnis gelernt. Do you know David, when he went through the most difficult time of his entire life? Erinnerst du dich an David, als er durch die schwierigste Zeit seines Lebens ging? I mean, it's worse than any of us probably has ever passed through. Es ist schlimmer als alles, was irgendjemand von uns vermutlich je durchgemacht hat. His very, very, very closest friends got ready to kill him. Seine engsten Freunde machten sich bereit, ihn zu töten. And the Bible says David strengthened himself in the Lord. Und die Bibel sagt, dass David sich im Herrn stärkte. You see, that's heaven's comfort. Das ist der Trost des Himmels. So for me, I've learned the secret of living by heaven's comfort in difficult times. Ich habe also das Geheimnis gelernt, in schwierigen Zeiten im Trost des Himmels zu leben. Look what he says. Schau, was er sagt. He says that your hearts will be wrapped in the comfort of heaven. Dass eure Herzen in den Trost des Himmels gehüllt werden. I go into the zone of my heart, Ich gehe also in meine Herzenszone, reject self-pity, weise Selbstmitleid zurück, connect with my beloved Jesus in heaven, verbinde mich mit meinem geliebten Jesus im Himmel and life is good. und das Leben ist gut. May you learn to live by the comfort of heaven. Mögest du lernen, aus dem Trost des Himmels zu leben. See you tomorrow. Bis morgen.